Das Problem mit dem Fühlen. Wir Menschen scheinen ein ganz großes Problem mit dem Fühlen zu haben. Vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen. Wir wollen eigentlich nicht fühlen. Oder nur die schönen Sachen. Wenn wir uns freuen, wenn wir dankbar sind. Das sind Gefühle, die durchlaufen ganz schnell unser System. Während unangenehme Gefühle, da kämpfen wir dagegen an. Wir haben gelernt, das ist quasi in uns einprogrammiert, dass wir das nicht fühlen wollen. Dass es etwas ganz Schlimmes ist, wenn ein unangenehmes Gefühl hochkommt. Da gibt es natürlich zwei Gründe für. Einmal fühlt sich das so unangenehm in unserem eigenen Organismus an, in unserem Körper. Es beeinflusst unsere gesamte Wahrnehmung, unser Erleben. Eine Emotion nimmt Einfluss auf alles. Und wenn es unangenehm ist, ist das unangenehm. Das ist so unangenehm, dass wir sofort reflexartig etwas dagegen unternehmen wollen. Und zweitens haben wir gelernt, durch das Außen haben wir signalisiert bekommen, es ist nicht okay zu fühlen. Wir wollen nicht, dass du unangenehme Gefühle hast. Wir wollen nicht, dass du wütend bist. Wir wollen auch nicht, dass du Angst hast und weinst. Wir wollen auch nicht, dass du, was auch immer, neidisch bist. Wir lernen also, wir werden dafür abgelehnt, wenn wir Gefühle zeigen. Und dann kommt es natürlich nochmal drauf an, seid ihr als Junge groß geworden oder als Mädchen? In welcher Kultur seid ihr groß geworden? Es gibt Kulturen, da ist das noch unbeliebt, zum Beispiel in Japan, wo wirklich man nach außen hin keine Gefühle zeigt, man lächelt eigentlich immer nur. Während es andere Kulturen gibt, die es viel stärker auch als wir westlichen Kulturen ausleben. Aber wir haben gelernt, du musst dich so und so verhalten und nur dann wirst du angenommen. Also lernen wir alle unsere vor allem unangenehmen Gefühle zu unterdrücken. Um sie aber zu lösen, damit sie schnell durch unser System laufen, ist genau dasselbe notwendig, wie wenn ihr ein schönes Gefühl habt, nämlich die Notwendigkeit, dem Gefühl erlauben zu sein, das Gefühl zu erleben, die Emotion durch den Organismus laufen zu lassen. Und dann geht sie wieder. Aber sobald ein unangenehmes Gefühl aufkommt, sind wir im, oh Gott, nein, das muss weg, ich muss etwas tun. Sofort, damit das wieder weggeht. Diesen Kreislauf müsst ihr unterbrechen, um etwas in euren Emotionserleben zu ändern. Und das könnt ihr unterbrechen. Erlaubt den Gefühlen da zu sein, erlaubt sie erfahren zu werden. Das ist okay. Und das ist ein Lernprozess. Zu lernen, ja, das ist sehr unangenehm, aber es geht wieder weg. Also wenn das nächste Mal eine unangenehme Emotion in euch aufploppt, beobachtet sie mal, werdet neugierig darauf, was passiert in eurem Körper, wenn diese Emotion da ist? Was passiert mit euren Gedanken, wenn diese Emotion da ist? Wie nehmt ihr euer Außen wahr, wenn diese Emotion da ist? Wie fühlt ihr euch? Ist es eng oder ist es weit? Was genau passiert in eurem ganzen Organismus, wenn diese Emotion aufpoppt? Und nur einen klaren Unterschied zu machen, es geht nicht darum, dass ihr das unbedingt ausleben müsst. Ja? Wenn euch jemand im Außen, wenn ihr glaubt, jemand im Außen macht euch wütend, dann lasst ihr eure ganze Wut an dem aus. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, bei euch zu bleiben und zu beobachten, was passiert mit mir, wenn ich wütend bin. Was passiert mit meinem Erleben, mit meinem Körper, mit allem, wenn ich wütend bin. Anstatt in diese reflexartige Reaktion zu verfallen, das muss weg. Weil jeder von uns ist sicher, Gefühle zu fühlen. Ihr seid sicher. Und ihr könnt darauf vertrauen, sicher zu sein. Und ihr könnt darauf vertrauen, dass es sicher ist, Gefühle zu fühlen. Deswegen lade ich euch ein, das nächste Mal, wenn eine unangenehme Emotion hochkommt und ihr die Möglichkeit habt, nehmt ihr euch eine Sekunde Zeit, das zu beobachten, neugierig zu werden, anstatt direkt etwas gegen die Emotionen zu tun. Dann könnt ihr immer noch etwas gegen die Emotionen tun.
Aber so könnt ihr euch Schritt für Schritt annähern an das große Problem, was unsere ganze Gesellschaft hat, über das Gefühle fühlen. Wenn ihr meine Videos mögt, abonniert meinen Kanal, liked das Video. Ich würde gern diese Message weiter verteilen, dass es okay ist zu fühlen, dass ihr fühlen dürft. Und dafür brauche ich eure Unterstützung oder der Kanal braucht eure Unterstützung. Und außerdem würde mich interessieren, wie geht ihr mit Gefühlen um? Was passiert, wenn ein unangenehmes Gefühl hochkommt? Was macht ihr damit? Schreibt es unten in die Kommentare, ich bin gespannt.